Guten Tag an alle, ich bin Peter. Adele, ich muss dir unbedingt von meinem gestrigen Abend erzählen. Es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis, aber leider nicht auf die gute Art. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Peter, das klingt ja sehr spannend. Was ist denn genau passiert? Ich bin wirklich sehr neugierig. Also, ich war gestern Abend mit meiner kleinen Schwester Lisa in einem neuen Restaurant in der Stadtmitte. Wir wollten einfach einen schönen Abend zusammen verbringen, gut essen und den Tag entspannt ausklingen lassen. Das klingt doch sehr schön. Ein Abendessen mit der Schwester ist immer eine gute Idee. Und liebe Zuhörer, geht ihr auch gerne mit eurer Familie ins Restaurant? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, normalerweise ist es wirklich schön, aber dieser Abend lief von Anfang an nicht gut. Gleich beim Eingang haben wir fast 20 Minuten gewartet, bevor jemand zu uns gekommen ist. 20 Minuten am Eingang. Das ist wirklich sehr lang, besonders wenn man Hunger hat. War das Restaurant denn sehr voll? Nein, das war das Merkwürdige. Es waren nur vielleicht 10 andere Gäste im Restaurant. Trotzdem hat uns niemand begrüßt oder gefragt, ob wir einen Tisch möchten. Schließlich kam eine Kellnerin, ohne Lächeln, ohne ein freundliches Wort. Oh je, das ist wirklich kein guter Start. Wenn ein Gast das Restaurant betritt, soll man ihn sofort freundlich begrüßen. Das ist doch selbstverständlich. Liebe Zuhörer, findet ihr das auch? Ja, wir haben uns hingesetzt und die Speisekarte bekommen, wirklich auf den Tisch geworfen, nicht freundlich hingelegt. Dann ist die Kellnerin sofort wieder weggegangen, ohne ein Wort. Das ist wirklich unhöflich. Guter Service bedeutet, dass man den Gästen zeigt, dass sie willkommen sind. Liebe Zuhörer, habt ihr auch schon so einen schlechten Service erlebt? Schreibt uns eure Erfahrungen. Wir haben die Karte gelesen. Meine Schwester hat sich für eine Tomatensuppe entschieden und ich habe das Rindersteak mit Rosmarinkartoffeln gewählt. Das Steak hat 30 € gekostet, nicht billig. 30 € für ein Steak, da hat man natürlich sehr hohe Erwartungen. Liebe Zuhörer, wie viel bezahlt ihr normalerweise für ein gutes Essen im Restaurant? Schreibt uns. Als das Essen nach fast 40 Minuten auf den Tisch kam, war ich schon ziemlich hungrig. Aber dann habe ich auf mein Steak geschaut und sofort gesehen, dass etwas nicht stimmte. 40 Minuten, das ist wirklich sehr lange. Was war denn das Problem mit dem Steak? Ich hatte Medium bestellt. Das bedeutet, das Fleisch soll innen noch ein bisschen rosa und saftig sein. Aber was ich bekommen habe, war komplett durchgebraten. Das Fleisch war fast schwarz und so trocken, dass man kaum reinschneiden konnte. Oh nein, das ist wirklich schlimm. Liebe Zuhörer, wisst ihr, wie man auf Deutsch sagt, wie man sein Steak möchte? Man kann sagen, rare für sehr roh, medium für halb durch oder well done für ganz durch. Ich wollte Medium und ich habe für Medium bezahlt. Das war einfach nicht akzeptabel. Also habe ich tief Luft geholt und die Kellnerin gerufen. Ich habe ruhig gesagt: Entschuldigung, ich habe das Steak Medium bestellt, aber es ist leider viel zu durch. Können Sie es bitte zurückbringen? Das war sehr klar und höflich formuliert. Du hast das Problem erklärt und eine Lösung vorgeschlagen. Liebe Zuhörer, das ist die perfekte Art, sich zu beschweren. Merkt euch, Entschuldigung, das ist nicht das, was ich bestellt habe. Aber die Kellnerin hat mich kurz angeschaut und gesagt: Nein, das Steak ist richtig, so ist es bei uns immer. Und dann wollte sie schon wieder gehen. Was? Sie hat einfach gesagt, du hast Unrecht? Das ist wirklich sehr schlechter Service. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich war sehr überrascht und auch ein bisschen wütend, aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe gesagt: Ich verstehe das nicht. Medium bedeutet nicht well done. Ich möchte bitte mit dem Manager sprechen. Sehr gut, Peter. Du bist ruhig geblieben und hast nach dem Manager gefragt. Liebe Zuhörer, das ist ein sehr wichtiger Tipp. Wenn es Probleme gibt und die Kellnerin nicht hilft, fragt immer nach dem Manager. Nach ein paar Minuten ist tatsächlich ein Mann in einem dunklen Anzug zu unserem Tisch gekommen. Er hat sich sofort vorgestellt: Guten Abend, mein Name ist Herr Braun. Ich bin der Restaurantleiter. Wie kann ich Ihnen helfen? Gut, ein guter Manager kommt sofort und fragt, wie er helfen kann. Das zeigt Professionalität. Liebe Zuhörer, habt keine Angst, nach dem Manager zu fragen. Das ist völlig normal. Ich habe ihm erklärt: Guten Abend, Herr Braun. Ich habe leider ein Problem mit meinem Steak. Ich habe es Medium bestellt, aber es ist viel zu durch und sehr trocken. Das entspricht leider nicht meiner Bestellung. Das war sehr gut erklärt. Klar, ruhig und höflich. So macht man eine Beschwerde richtig. Liebe Zuhörer, erklärt das Problem immer sachlich und freundlich.
Das bringt viel mehr, als laut zu werden. Herr Braun hat sich das Steak angeschaut und sofort gesagt, Sie haben völlig recht, das tut mir aufrichtig leid, das hätte so nicht aus der Küche kommen dürfen. Ich lasse sofort ein neues Steak für Sie zubereiten. Oh, das ist eine tolle Reaktion. Er hat sofort zugegeben, dass es ein Fehler war. Liebe Zuhörer, eine gute Entschuldigung klingt so: Das tut mir leid oder ich entschuldige mich dafür. Merkt euch diese Phrasen. Nach 15 Minuten kam ein neues Steak und es war wirklich wunderschön. Perfekt Medium. Innen schön rosa, außen knusprig, saftig und sehr aromatisch. Die Rosmarinkartoffeln dazu waren auch ausgezeichnet. Herrlich, so soll ein Steak für 30 Euro auch sein. Aber warte, was war mit der Suppe deiner Schwester? Als ich sie fragte, wie die Suppe ist, hat sie leise gesagt, nicht so gut, ehrlich gesagt. Die Suppe war eiskalt. Nicht lauwarm, wirklich kalt, fast wie aus dem Kühlschrank. Das ist nicht akzeptabel. Eine kalte Suppe im Restaurant ist ein klarer Fehler. Hat deine Schwester denn etwas gesagt? Das ist das Problem. Meine Schwester ist sehr schüchtern. Sie wollte nichts sagen, aber ich habe sie ermutigt. Lisa, du zahlst dafür. Du hast das Recht, gutes Essen zu bekommen. Sag einfach freundlich, dass die Suppe kalt ist. Sehr richtig. Wenn man im Restaurant bezahlt, hat man das Recht auf gutes Essen und guten Service. Liebe Zuhörer, seid nicht zu schüchtern. Sprecht freundlich über Probleme. Das ist wichtig. Lisa hat dann Herrn Braun angesprochen und gesagt, Entschuldigung, meine Suppe ist leider kalt. Wäre es möglich, eine neue zu bekommen? So höflich und so klar. Das war perfekt formuliert. Entschuldigung am Anfang, das Problem erklärt, eine Lösung angeboten. Liebe Zuhörer, das ist das perfekte Muster für eine Beschwerde. Freundlich, klar, direkt. Herr Braun hat sofort gesagt, natürlich, es tut mir leid, dass das passiert ist. Und in weniger als 5 Minuten war eine dampfend heiße, frische Suppe auf dem Tisch. Wunderbar. Das zeigt, dass es sich wirklich lohnt, das Problem anzusprechen. Fehler werden gelöst, wenn man sie freundlich kommuniziert. Liebe Zuhörer, das ist eine Lektion nicht nur für Restaurants. Und Adele, das Beste kommt noch. Als wir die Rechnung bezahlen wollten, ist Herr Braun nochmal an unseren Tisch gekommen. Oh, was hat er gesagt? Liebe Zuhörer, ratet mal. Was denkt ihr, was passiert ist? Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Er hat gesagt, ich möchte mich nochmals für die Unannehmlichkeiten des Abends entschuldigen. Als Zeichen unserer Entschuldigung gehen die Suppe und 2 Desserts heute auf Kosten des Hauses. Wow, die Suppe und 2 Desserts umsonst. Das zeigt echten Kundenservice. Liebe Zuhörer, wenn etwas auf Kosten des Hauses ist, bedeutet das, dass man nichts bezahlen muss. Das ist ein Geschenk des Restaurants. Wir haben natürlich beide die Schokoladentorte bestellt. Und Adele, diese Schokoladentorte war wirklich der absolute Höhepunkt des ganzen Abends. Ha, die Torte hat den Abend gerettet. Würdest du das Restaurant denn nochmal besuchen? Ja, nicht wegen der Kellnerin, aber wegen dem ausgezeichneten Essen, wegen Herrn Brauns Professionalität und natürlich wegen der legendären Schokoladentorte. Das ist ein sehr fairer Kommentar. Fehler passieren überall. Aber wie man mit Fehlern umgeht, das macht den Unterschied. Und Herr Braun hat das wirklich vorbildlich gemacht. Liebe Zuhörer, lasst uns jetzt alle wichtigen Phrasen von heute zusammenfassen. Das ist sehr nützlich für euch. Ja, wenn etwas nicht stimmt, sagt ihr, Entschuldigung, ich habe ein Problem oder das ist leider nicht in Ordnung. Wenn das Essen falsch ist, das ist nicht das, was ich bestellt habe. Wenn ihr mit dem Manager sprechen möchtet, kann ich bitte mit dem Manager sprechen? Wenn das Essen kalt ist. Mein Essen ist leider kalt. Könnten Sie das bitte aufwärmen? Und wenn alles gelöst ist, vergesst nicht, danke für Ihre Hilfe. Ein Dankeschön zeigt immer Respekt. Perfekt. Liebe Zuhörer, übt diese Phrasen laut und oft. Ihr könnt sie aufschreiben, wiederholen oder mit einem Freund üben. Sprache lernt man am besten durch tägliche Übung. Und denkt immer daran, sich zu beschweren ist nicht unhöflich, wenn man es höflich macht. Restaurants wollen wissen, wenn etwas nicht gut ist. Eure Rückmeldung hilft ihnen, besser zu werden. Absolut. Und liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert Wow Spoken German. So verpasst ihr keine neue Folge. Meine Frage für heute: Was macht ihr, wenn ihr in einem Restaurant schlechten Service habt? Bleibt ihr still oder sprecht ihr das Problem an? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Und meine Frage, was ist euer Lieblingsessen im Restaurant? Auf Deutsch natürlich.
Wir freuen uns auf eure Antworten und lesen wirklich alle Kommentare. Danke euch allen herzlich für eure Aufmerksamkeit heute. Es war wieder eine Freude, gemeinsam Deutsch zu üben. Bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Macht weiter so mit eurem Deutsch. Ihr macht das wirklich wunderbar. Tschüss und alles Gute.